Leute, alle mal herhören! Das Warten hat ein Ende! Endlich geht's hier mal los, Freunde! Sport an! Alrighty, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und prinzipiell will ich in diesem Part die Elevator-Belohnungen abholen von den relevanten Servern, aber gleichzeitig auch mal ein bisschen noch Real Talken, denn ich sag mal so, ich habe ja zuletzt immer die Elevator-Ergebnisse verglichen. Das macht aus mehreren Punkten keinen Sinn in diesem Video, denn die Faktoren spreche ich auch gleich an. Der wichtigste ist aber allerdings, dass es ja mehr oder weniger zu mehr Punkten im Elevator gekommen ist durch die Hell-Attack. Einerseits kann man die Hell-Attack mal für sich bewerten. Gute Idee, in den Ansätzen gut umgesetzt, im Detail verbesserungswürdig, gerade was das Balancing der Belohnung angeht. Aber es gab ja auch das, sag ich mal, Bug-Using-Problem sozusagen. Ein Problem, was entstanden ist in der Elevator Attack, indem man festgestellt hat, dass Spieler, wenn sie zum Beispiel ab einer gewissen Stufe stark genug sind, eine Gilde verlassen, eine eigene Gilde gründen, Hell Attack spielen und dann die Punkte, die eigentlich durch mehrere Spieler aufgeteilt werden, für sich beanspruchen. Und diese Hell-Token dann entsprechend mitnehmen, damit boostet man sich. So, ich weiß nicht, wie viel Prozent mehr Hell-Token man dadurch farmen kann, weil man ja eigentlich trotzdem nur einmal pro Tag das machen kann oder vielleicht geht es auch zweimal. Ich weiß, im Detail weiß ich es nicht, will ich auch gar nicht wissen. Aber es hat zu verfälschten Ergebnissen geführt. Und das Ganze ist ein Thema, das betrifft jetzt auch den Titel sozusagen, wo man natürlich Player blamen kann, also blame the game oder den Producer, aber vor allen Dingen aus meiner Sicht blame the players. Ja. Das werde ich auch gleich mal erklären, wie ich das meine, und vielleicht stehe ich mit dieser Meinung auch ein bisschen alleine da. Vorher noch auf EU1 reingeguckt, also klar, Everlast ist von der 3-Gilden-Projektreihe Ever Peace, Everlight, die, sag ich mal, welchere Zusammenstellung der Leute. Ich bin da auf jeden Fall auch drin gewesen, da ich ja, wie auch allen anderen Servern, ein Großteil des Elevators nur im Urlaub war. Deshalb meine eigenen Hell-Token. Ich bin jetzt hier auf 41. Das ist ja sozusagen Bug. Also ich habe bei 211 aufgehört am letzten Tag. Insgesamt aber nur 34.000. Ich habe halt einige Tage nicht spielen können und habe auch jetzt nicht immer aus Zeitgründen Schokolade gekauft. Ja, mir war es wichtig, dass ich trotzdem halbwegs was erreichen kann und ich hätte auch noch ein bisschen mehr pushen können. Also sage ich mal, wenn ich jetzt entsprechenderweise noch mehr Verbesserungen gekauft hätte, wäre ich sicher noch höher gekommen, ja. Aber habe auch nicht alle Hell-Attacks mitgespielt, also auch dort sind mir Punkte im Vergleich natürlich verloren gegangen, aber ich habe schon das Potenzial. Also beim letzten Mal war ich bei über 50.000 Hell-Token. Das Potenzial hätte ich auch gehabt. Ja, somit sind wir jetzt hier natürlich entsprechenderweise nicht ganz so weit. Trotzdem haben wir natürlich eine passable Belohnung. Mein Backpack ist full auf dem Server. Da muss ich glaube ich noch ein bisschen was machen. Ich muss auch gleich noch durch die Server durchgehen, das noch ein bisschen spielen. Aber damit ich das jetzt, das kann ich auch gleich mal machen, damit ich das jetzt nicht verliere, ne, nehmen wir es natürlich mit. Ja, mal gucken. Der Stein müsste links unten sein. Ist okay, könnte besser sein, aber wir wollen trotzdem mal schnell reingucken, wie es denn dem Server aussah. Und ja, Everpeace, die sind auf Rang 2 gekommen mit 3,8 Millionen. Ich könnte mir wahrscheinlich im entsprechenden Discord mal die einzelnen Bilder noch angucken, wie so die Punkteverteilung war. Also der schwächste Spieler von der Top-Gilde, wie viele Punkte er hatte, weil ich schon auch gerne beim nächsten Elevator hoffentlich, also wenn es zeitlich passt, dann auch im Projekt mitspielen würde bei der besten Gilde. Also da müsste ich dann wirklich auch viele Pilze für die bestmöglichen Räume investieren. Das würde ich aber auch versuchen. Und entsprechend vorher auch mein Char nochmal so ein bisschen auf Vordermann bringen. Also so gut wie es geht. Gut, haben wir also EU1. Kommen wir nochmal zurück zur Hell Attack. Also, es gab diesen Bug, der ist aufgefallen. Capso hat darüber zum Beispiel auch ein Video gemacht. Und ja, wie gesagt, blame the game. Ich finde, das ist schon berechtigt. Ja. Gucken wir in der Zeit schon mal auf EU12 rein. Denn wir haben ein Problem, was entsteht, indem ein Spieler während des Elevators
die Gilde verlässt. Egal, ob er jetzt gekickt wird oder selber. Also er muss, glaube ich, damit das richtig gut funktioniert, muss er gekickt werden überhaupt. Er darf nicht selber leaven. Und wenn er gekickt wird und sich dann eine Gilde erstellt und das Ganze durchspielt, dann gibt es diese Vorteile. Und wenn das halt jeder Spieler der Gilde macht, hätte jeder von den 50 Spielern quasi diese Vorteile mit dabei und dann geht das Ganze seinen Gang. Und das natürlich, also wir haben ein Event, ein Spieler wird aus der Gilde gekickt und dann kommt es zu einem unerwünschten Vorteil. Ja, das Thema hatten wir schon beim Elevator. Ich weiß nicht, welcher Elevator es war. Da gab es ja allgemein die Hell-Token-Problematik, wenn man die Gilde verlässt. Deshalb ist es ja auch nur überhaupt möglich, wenn man gekickt wird. Also wenn man selber lieft, hat man ja keine Chancen, seine Hell-Token positiv umzuändern, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und entsprechenderweise war das aber bei den ersten Elevator nicht der Fall. Und dann kam es zu dieser Problematik und dann wurde es gefixt. Auch dort war es im Prinzip unfairen Spielsituationen gekommen. Ich erinnere mich noch am letzten Tag, wo plötzlich ganz viele Spieler getauscht wurden in Gilden, damit man halt auf Rang 1 kommt im Elevator. Also das war eine krasse Aktion. Ich glaube, das war zu W50-Zeiten ein ganz großes Thema, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Also das ist schon ein bisschen her, aber der Elevator existiert ja auch schon eine ganze Weile. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man jetzt also ein Feature in das Spiel bringt, könnte man schon davon ausgehen, man sollte sich darüber Gedanken machen, was passiert denn, wenn ein Spieler von der Gilde gekickt wird. Welche Optionen bestehen mechanisch? Und wenn man das getestet hätte und man sagt, okay, diesen Effekt möchte ich nicht erzielen, dann hätte man das vielleicht schon vorab auch vermeiden können. Deshalb Blame the Game. Kann man Player nicht davon losreißen, dass die da auf jeden Fall eine Mitschuld tragen. Aber aus meiner Sicht, und damit stehe ich jetzt vielleicht wirklich ein bisschen alleine, möchte ich gleich mal erläutern, warum ich vor allen Dingen sage, Blame the Players. Vorher gucken wir auf EU12 jetzt nochmal ins Detail rein. Die Bananenplantage ist letztendlich nur 22. geworden. Ich glaube, hier tatsächlich habe ich leider am letzten Tag nicht mehr gespielt. Das war ja der Sonntag bis 20 Uhr. Ich habe wirklich am Tag noch dran gedacht, auf EU1, EU5, S41 noch zu spielen, die Räume zu machen. Und auf EU12 habe ich es leider vergessen. Am letzten Tag auch. Also deshalb, ich weiß jetzt nicht. Ja, Rang 21 wäre drin gewesen, aber ansonsten jetzt, also die höhere Rewardstufe wäre jetzt nicht möglich gewesen. Da brauchen wir uns nicht drüber, also brauchen wir nicht diskutieren. Ja, das ist hier nicht der Fall. Aber es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. Ärgert mich ein bisschen, dass ich vergessen habe, wollte ich eigentlich nicht. Aber der Sonntag war dann auch echt schwierig. Ich war bei einem Fußballturnier. Und dann habe ich eigentlich noch vorgehabt, ich wollte nur den Hellvader schon mal spielen am Handy, alles fertig machen, als ich noch unterwegs war. Und zu Hause wollte ich dann eigentlich noch ganz normal die Alu und alles spielen und ich war so kaputt, ich bin eingepennt. Ich habe auf keinem Server überhaupt an dem Tag dann noch Alu gespielt und das war XP-Event, das war doppelt bitter. Eigentlich auf EU12 wollte ich auch noch ein bisschen pushen. Müssen wir noch nachholen. Trotzdem holen wir uns das mal ab. Mal zu gucken, was der Stein sagt. Reward already claimed, 161. Den können wir sich natürlich trotzdem gönnen. Werde ich auch machen. Und ja, hier spiele ich noch ein bisschen weiter, wenn auch nicht fokussiert. Gucken wir auch mal rein, wer hier wo stand. Synergy hier auf der 1. Ja, Nebeneffekt muss man jetzt auch mal so sagen. Ja, ist jetzt hier bei der Bananenplantage was passiert. Also die zwei besten, höchsten Spieler. Brutalos haben wir schon mal erwähnt. Auf E12 sind beide jetzt zu Synergy auch gewechselt. Freundlicherweise erst nach dem Elevator. Also die haben natürlich die Bananenplantage auch ein bisschen getragen. Jetzt sind sie dort. Ich wünsche ihnen viel Erfolg. Man kann denen jetzt keinen großen Vorwurf machen. Es war ja, ich will jetzt nicht sagen absehbar, aber es ist halt normal. Muss man mal gucken, wie es dann langfristig aussieht. Noch sind ja die Gilden nicht in den Gildenkämpfen, das dauert noch ein bisschen. Inwieweit die anderen auch auf der 1 stehen können. Ja, also ganz klar. Ich wünsche den beiden Spielern trotzdem alles Gute. Und kommen wir mal eben jetzt zu Blame the Players, wo ich mir auf den anderen Servern nochmal die Belohnung abhole. Also wir haben die Situation, dass es diesen Bug gibt. Der Bug ist auch bekannt. Aber die Entscheidung, dieses Feature zu nutzen, trägt der Spieler. Und ich blame jetzt, also zum Beispiel,
wenn wir jetzt zu EU5 gehen, ja, auf EU5 gab es wohl 2 oder 3 Spieler, die das auch einmal gemacht haben. Einmal davon war wohl unabsichtlich durch eine Situation, so ist das vielleicht auch noch gar nicht bekannt war, zumindest ist die Aussage. Die andere Fakt war nach Absprache mit Playa, um die Daten zu schicken. Und der dritte ist wahrscheinlich passiert aufgrund der Werte. Persönlich kann jetzt aus der Hinsicht, was ich alles mitbekommen habe, zum Beispiel jetzt die Gildenleitung nicht blamen, weil das nicht hieß, ja, macht es. Es hieß eigentlich, man will es nicht machen. Bitteres Beigeschmäckle ist halt, dass es erst auf Rückfrage passiert ist. Ja, das trägt so einen kleinen bitteren Beigeschmack. Also Capso hat das Thema ja auch per YouTube-Video kommentiert. Er hat es auch intern als erstes, zumindest, dass ich es im Discord lesen konnte, angesprochen. Das war auch gut so von ihm, finde ich. Also deshalb Chapeau, falls ihr das Video von ihm nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall auf seinem YouTube-Kanal nochmal. Da trägt er auch seine Meinung aus dem Stand damals bei. Zombie hat das Ganze ein bisschen aufgeklärt. Darum soll es jetzt hier auch gar nicht gehen. Ja, es ist so, wenn dieses Information, dass das passiert, weitergetragen wird, privat oder auch selbst öffentlich im Discord, andere erfahren es und nutzen dieses Feature dann, aus welcher Motivation auch immer, ich finde, das ist das eigentliche Problem, denn wenn das Problem nur vereinzelt aufgetreten wird und an Playa gesendet wird, dann ist das ja erstmal eine Sache, die ist richtig. Und wenn es öffentlich gemacht wird, man liest es, sollte eigentlich jeder Spieler, der aus meiner Sicht dort einen ganz gesunden Menschenverstand hat, sagen, okay, es gibt dieses, sage ich mal, diese Option, aber wir ziehen sie nicht, weil es auch keine Option ist, die Playa möchte. Also es ist ja mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es offiziell schon bekannt ist, aber zumindest habe ich öfter gelesen aus verschiedenen Quellen, dass es gefixt werden soll. Das war so Anfang Januar, also am Ende des Elevators. Spätestens dann hätte man es eigentlich gar nicht mehr machen sollen, weil es eben ein nicht erwünschtes Feature ist oder ein nicht gewünschter Effekt. Aber dennoch, ja, wenn ich jetzt mal schaue, wir nehmen jetzt mal als Beispiel EU5. Ja. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viele Punkte man pro Spieler dadurch gut machen kann. Ja. Wir sind jetzt in dem Fall 3. Platz mit einem Abstand, der ist jetzt nicht riesig. Ja. Wenn das jetzt der entscheidende Effekt war, ist es halt natürlich schon ein bisschen kacke. Ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass aber die Rang 4 Gilde das hätte auch machen können, um dann wieder vor uns zu sein. Und solche Fälle gab es wohl auf anderen Servern, dass quasi eine eigentlich gut platzierte Gilde festgestellt hat, ja, wir sind jetzt nicht mehr auf dem Platz und können den nicht mehr einholen, weil die anderen dieses Feature nutzen. Also müssen wir das jetzt auch nutzen. Dieses Denken ist für mich aus meiner Sicht genauso blamabel, genauso anschwärzbar, genauso verurteilbar wie das Denken, okay, wir nutzen diesen Effekt. Egal, ob es eine Reaktion ist oder eine Aktion. Ich finde, man sollte einfach für sich sagen, nein, wir nutzen den Effekt nicht. Ja, und jeder, der das, egal auf welchem Server, absichtlich gemacht hat, egal, ob er einfach so einen Vorteil haben wollte oder ob er reagiert hat auf einen anderen Vorteil, zeigt wieder mal, was das eigentliche Problem ist. Und das ist halt einfach die Gier. Ich will gar nicht sagen die Gier des Menschen, aber der Mensch an sich. Ich habe letztens schon mal erwähnt, jeder trägt ein Package. Ja, wir haben so viele schlechte Seiten an uns, die wir teilweise bewusst kennen und oftmals auch gar nicht so bewusst wahrnehmen oder nicht so bewusst bewerten als solches. Und sowas ist in Shakes and Fidget schon immer wieder passiert. Es ist klar, anfangen wird es beim Spiel, bei den Producern. Die hätten das vorab verhindern können. Trotzdem. Zum einen haben es Spieler rausgefunden, das ist gut. Es werden so viele Sachen aufgedeckt, das ist richtig, richtig gut. Aus welcher Motivation auch immer. Aber dann werden Sachen auch mehr oder minder ausgenutzt. Und wenn sie nicht ausgenutzt werden von allen, beschweren diejenigen, die es zeitlich nicht konnten, sich, dass sie es hätten doch machen können oder gemacht hätten, wenn sie die Zeit auch gehabt haben, weil es ja der andere gemacht hat. Und diese Argumentation, Shakes and Fidget mit 15 Jahre, ich bin selber seit 13 Jahren mehr oder weniger dabei, 12 Jahren, 13 Jahren, ja, gut, das Oktoberfest damals, das war ein sehr, sehr krasses Ding, ein sehr, sehr krasser Vorteil, ne? Da konnte man das auch irgendwo verstehen, aber im Endeffekt, was bringt denn dieser
dieses Bucket-Use. Ja, man ist eine Platzierung oder 2 höher, aber man ist nicht 20 Platzierungen dadurch höher. Man kriegt einen besseren Reward, aber wie hoch ist denn der Reward zwischen Rang 3 und Rang 4? Es ist ein Skillpunkt, ja, 4000 Kristalle, 5000 Metalle und ein Profilbild. Das ist jetzt aus meiner Sicht, Gott verdammt nochmal, nicht die Welt. Vor allen Dingen, selbst wenn man sich beschwert, dass man jetzt Vierter geworden ist, weil wir angenommen diesen Bug geused hätten. Oder wenn eine andere Gilde auf diesem Server jetzt nur auf Reward Stufe 15 ist, das ist das nächste, bei den unteren, dann macht der ein Platz mehr oder weniger manchmal gar nichts aus. Es ist jetzt vollkommen egal. Also die einzige Reward-Stufe jetzt auf EU5, wo ich sagen würde, naja, das ist schon ein bisschen fies, ist 16 auf 17. Gucken wir mal auf EU5, 16 auf 17. So, also wenn die jetzt auf Rang 79 Staff of Legion sind, weil die diesen Bug geused haben und die hier nicht, könnte ich schon ein bisschen mehr verstehen, wenn man sich da aufregt, weil man kriegt keinen legendären Stein mehr. Oder weiter unten, wenn die kein Gold kriegen. Aber ich glaube nicht, dass eine Gilde in diesem Bereich, gut, das ist jetzt EU5, auf inaktiveren, älteren Servern, ne, dann kann man nicht so weit runter scrollen, aber ich will damit sagen, der Vorteil, der sich dadurch ergeben hat, bezieht sich ja hauptsächlich für die Gilde nur. Was ich damit sagen will, ist, hauptsächlich bezieht sich dieser Vorteil für die Gilde nur auf die Platzierung und auf die Rewards. Die Rewards sind aus meiner Sicht, wenn man von einer auf die andere Rewardstufe guckt, nicht so krass unterschiedlich. Ja, der Einzelspieler kriegt, glaube ich, neben den Heldtoken auch noch ein bisschen Gold. Das mag vielleicht auch ein kleiner Vorteil sein, aber ich finde, das ist trotzdem kein Riesenthema, warum man sagen muss, oh, die Gilde hat jetzt diesen Trick benutzt, also müssen wir diesen Trick auch benutzen. Keine Ahnung, für mich sind alle, die das bewusst gemacht haben, wie gesagt, bewusst bedeutet nicht, oh, ist es aus Versehen aufgefallen, weil aus irgendwelchen Gründen haben wir die Gilde getauscht, durchs Festungsangriff oder was auch immer. Die nehme ich jetzt außen vor. Manche, die einfach auch nichts mitbekommen haben und durch einen anderen Zufall, durch einen Gildenwechsel, keine Ahnung, ja, die nehme ich jetzt raus. Aber alle anderen, die das bewusst gemacht haben, als Aktion oder auch als Reaktion, die würde ich jetzt über den gleichen Kamm scheren, aber gleichzeitig, es ist wichtig, dass die Sache gefixt wird. Ich denke, die Hell Attack allgemein, wie gesagt, ist keine schlechte Geschichte, müsste noch aus anderen Perspektiven vom Balancing her anders gelöst werden. Damit könnte man noch 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ein paar Ideen dazu gab es auf jeden Fall auch schon im Shakespeare Discord, vielleicht auch schon auf YouTube, ich weiß es nicht. Und dann sollte das beim nächsten Elevator nicht das Ding sein. Ja? Also ich finde dann auch so ein Riesendrama drum zu machen und ja, ich verurteile auch die Leute, die es gemacht haben, aber ich sag jetzt nicht, ach, die sind alle kacke und ja, keine Ahnung, beschwere mich da die ganze Zeit drüber. Ich finde, aus meiner Sicht, alle, die es aktiv und als Aktion und Reaktion gemacht haben, finde ich nicht gut, ja. Aber man braucht jetzt auch keine Gilde blamen, weil das halt 2 Spieler da gemacht haben oder 3. Ja. Also wenn es jetzt eine ganze Gilde gemacht hat, dann würde ich die ganze Gilde blamen. Dann ist es schon richtig Abfuck, ja. Oder ob im Endeffekt man jetzt 3. oder 4. ist, aus meiner Sicht, zum Beispiel jetzt auf diesem Server, wäre mir total wurscht. Klar, das Profilbild ist okay, eine coole Sache. Aber das ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich bin jetzt 4. geworden, ich muss jetzt Chase the Fidget leaven, ja. Also deshalb blame the game auf jeden Fall, dass das nicht vorab kalkuliert wurde, vor allen Dingen, weil man ja vor ein paar Jahren die Erfahrung gemacht hat, dass Gildenaustritt, Held und alles Features, die Heldtoken basiert sind und damit verbunden sind, auf jeden Fall ein Thema sind für die Community. Aber blame vor allen Dingen the players, weil sie das halt einfach, mit diesen kleinen Vorteilen müssen wir das fürs Flexen oder was auch immer, müssen wir das nutzen. Also das ist schade. Das ist wirklich schade und zeichnet halt ein Teil der Community leider auch aus, schon immer. Ein Teil des Menschen. Ich gehe mal noch weiter. Es ist ja nicht nur Shakes the Fidget. Shakes the Fidget ist ein Rattenpups zu vielen Dingen, die auf der Welt mit dem Menschen oder durch den Menschen passieren. Ne? Also das sagen wir dahingestellt. Gucken wir uns jetzt nochmal, achso, E5 haben wir uns jetzt angeguckt, abschließend 41 an. Das ist sowieso ein allgemeines Thema, nochmal ein andere Art vielleicht fürs Video, was so auf EU5 allgemein, wie sich das so alles entwickelt, der Server. Da sind ja einige Sachen schon passiert und auf S41 war es genauso. Da gab es sehr, sehr viele Rückschläge für die Gilde.
Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo Welten im Wandel jetzt lange Zeit, klar, der Server ist immer älter geworden, mit Abstand auf der 1 ist. Ja, in diesem Elevator haben wir sogar gesehen, dass die Rumpelkammer sich deutlich nach vorne gepusht hat. Wahrscheinlich, weil sie alle gecheatet haben. Nein, also selbst wenn, ist ja das nächste, wer will denn das tracken? Also das ist mir schon viel zu aufwendig, um das überhaupt zu tracken. Auch hier hatte ich zuletzt auf 342 gespielt. Das ist, glaube ich, mein bestes Ergebnis vom Raum her. Hätte besser sein können. Also ich glaube, dem Server habe ich immer die Chance, so Top-10-Niveau sowieso, aber vielleicht auch ein bisschen höher zu sein. Und das fühlt sich einfach gut an, dass der Kern der Gilde das geschafft hat. Und dann durch verschiedene Events, und dann gab es, glaube ich, mal einen Zusammenschluss mit einer unteren platzierten Gilde, und seitdem ist der sehr stabil, aber auch das kann sich irgendwann wieder ändern, durch welche Faktoren auch immer. Also das sollte auch denjenigen, die jetzt auf EU5 oder auf anderen Servern, die jetzt nicht ganz so alt sind, ähnliche Probleme haben, wo man das Gefühl hat, die Gilde hat immer wieder Rückschläge. Es kann sich immer auch drehen, und da sollte jetzt so ein dummer Bug-Use, der im Endeffekt nicht den allergrößten Unterschied macht, jetzt nicht dagegen sprechen, aus meiner Sicht. Ja. Also es gibt sicherlich andere Gründe, warum manche Leute Gilden lieben oder was auch immer. Ne? Die sind dann aus meiner Sicht legitimer als jetzt speziell so eine Geschichte. Aber gut, das sei mal jetzt so viel gesagt. Hier geht es also jetzt weiter. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.